Herzlich willkommen im Wohnzimmer der Buchers. Endlich kann ich es euch zeigen. Wir haben uns nämlich so lange schon mit dem Thema Wasser beschäftigt, Trinkwasser besser gesagt. Wir hatten auch uns sehr beteiligt an der Trinkwasserinitiative. Das war ja so eine Initiative, die das Trinkwasser schützen soll, weil die Werte einfach mega abkacken oder ablusen oder wie auch immer in letzter Zeit. Die Politik kann jetzt nichts tun, weil die Mehrheit der Schweizer haben gesagt, ist uns egal, wenn wir uns vergiften, ist nicht mein Problem. Und deswegen heißt es Eigeninitiative. Und das haben wir gemacht und was mega Tolles bestellt. Und zwar einen Wasserfilter natürlich. Wir haben uns informiert, was sind gute Anbieter und uns hat eine gewisse Technik mega überzeugt und das ist die Technik von The Local Water. Und um mehr über die Technik zu erfahren, laden wir natürlich den Christian ein, den Kopf dieser Firma, weil er sich wirklich gut auskennt und ich sonst nur irgendeinen Schmarrn verzapfe. Und danach werden wir euch mitnehmen in die Installation des Babys. Und Jonas, hinter der Kamera, du bist nun der Techniker, gell? Ich hoffe, du bekommst das hin. Ich bin der Handwerker. Du bist der Handwerker. Ding dong! Sie haben einen neuen Wasserfilter bestellt. Dieses Video wird sehr spannend. Ja, los! Dann fangen wir an. Herzlich willkommen, Christian, bei Chronisch Ehrlich. Ich freue mich so, dass wir dich jetzt so live sehen. Bisher haben wir dein Wasser getrunken und darum geht es auch heute, um gefiltertes Wasser. Ein mega spannendes Thema, worüber wir uns lange Zeit keine Gedanken gemacht haben, dann angefangen haben, unsere Ernährung umzustellen und zu entgiften und uns plötzlich gefragt haben, was nehmen wir eigentlich jeden Tag zu uns? Ja, und wenn man mal anfängt, sich zu hinterfragen, kommt man auf interessante Antworten. Und ja, jetzt, bevor ich ganz viel rede, herzlich willkommen, Christian, dass du da bist. Danke, ihr beiden. Ich freue mich auch riesig und ja, danke, dass ich hier sein darf und ja, freue mich auf die Unterhaltung mit euch und über das Thema Wasser mit euch zu sprechen, was mir sehr am Herzen liegt und ja. Ja, wie ist es eigentlich dazu gekommen, Christian, dass du dich so mit Wasser beschäftigt hast? Also ich muss sagen, dass das Thema Wasser mich immer schon interessiert hat und zwar in jeder Form. Also sowohl das Wasser, was in unseren Ozeanen vorkommt und ich mich schon vor vielen Jahren mit der Verschmutzung dieser Gewässer auseinandergesetzt habe und mir das damals schon sehr wehgetan hat. Das mitzuerleben, speziell auch die Verseuchung mit Plastik, aber auch anderen Stoffen. Und genau, so. Aber Wasser ist ein zentraler Punkt der Ernährung und ja, deswegen ist es eine Sache, die man beeinflussen kann. Und ja, ich habe früher immer sehr viel und sehr hart gearbeitet und da war mir immer schon wichtig, gutes Wasser zu trinken, ja, um dann irgendwie in meinem Kopf zumindest so einen Ausgleich zu schaffen und zu sagen, wenn ich wenigstens jeden Tag viel gutes Wasser trinke, dann kompensiere ich das so ein bisschen, ja, so und war wirklich so ein Workaholic und ja, dann war irgendwann das so, dass wir uns auf eine Reise begeben haben zu gutem Wasser, aber da kann ich ja gleich noch ein bisschen mehr zu kommen und Ja. ja. Ja, mega spannend. Genau, von dieser Reise möchten wir auch erfahren, wie du dann zu gutem Wasser gekommen bist. Wir hatten hier in der Schweiz eine mega spannende Abstimmung. Und zwar hieß es diese Trinkwasserinitiative und da ging es darum, dass unsere Wasserwerte gar nicht so gut sind. Nicht so gut, wie alle gedacht haben immer. Ja. Nicht so gut, wie alle gedacht haben. Das war auch ziemlich schockierend, aber auch, was eigentlich die Agrarlobby dann wieder erreicht hat, denn die Initiative war leider nicht erfolgreich, obwohl ganz viele Wissenschaftler eben berichtet haben, wie schlecht es eigentlich ausschaut. Ja, und Wasserversorger vor allem auch, also die es wissen müssen, haben auch Alarm geschlagen. Aber die Gegner haben mit Furcht und mit Geld, also mit Preissteigerungen von allen möglichen Lebensmitteln quasi, ja, die Angst hat gesiegt. Das ist auch was einem ja überall immer eingetrichtert wird, dass wir so super Wasser haben, ja. Und
im internationalen Vergleich haben wir sicherlich auch in Europa oder speziell auch in Deutschland, in der Schweiz sehr, sehr gutes Wasser. Ich sage auch immer, hier kommt Champagner aus der Leitung. Trotzdem, ja, ist es nicht so, dass ich damit zufrieden bin oder dass man das nicht noch deutlich verbessern könnte oder auch sollte. Also ich persönlich trinke kein Leitungswasser und möchte das auch nicht trinken, nachdem ich mich so lange damit beschäftigt habe. Ja, aber wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, auch ist es auch relativ logisch, wenn wir nur gucken, wie unsere Landwirtschaft organisiert ist, ja, dass wir mittlerweile so viel Großflächen beackern, dass das nur funktioniert, indem wir massiv Herbizide, Pestizide, Fungizide, Insektizide und andere Stoffe, Düngemittel, etc. einsetzen. Ja, dann ist das auch ein Irrglaube, dass das nicht ein Kreislauf ist und dass das nicht auch wiederum im Grundwasser aufzufinden ist. Und ja, auch wer solche Stoffe vermeiden will, muss sich irgendwie orientieren und Gedanken machen darüber. Und ja, mittlerweile gibt es so viele Stoffe, bis zu 100.000 Stoffe in unserem Trinkwasser, die keiner mehr kennt, die auch nicht kontrolliert werden. Und Das ist auch so ein spannendes Thema, gell? Dass es gar nicht mehr kontrolliert werden kann, weil so viele verschiedene Stoffe schon im Umlauf sind, dass es gar keine Messgeräte dafür gibt. Ja, man weiß gar nicht, wonach man noch alles suchen kann. genau, und bezahlen kann das auch keiner, muss man ganz ehrlich sagen. Also ja, auch so ein vollumfänglicher Wassertest, ja, der wirklich alle Sachen mit einbezieht, der ist auch 5- bis 6-stellig irgendwie. Ja? So, man kann Kernwerte testen und das ist auch gut so, aber es ist ja heute gar nicht mehr so einfach möglich. Ja, so. Und damit man das nicht alles testen muss, habt ihr gedacht, ihr filtert die Sachen einfach gleich alle raus mit eurem Wasser. Oder 99,9%. Genau, also irgendwann war es soweit, ich habe früher zum Beispiel viel Lauretana getrunken. Das ist so ein Wasser, was auch aus Norditalien kommt. Und dadurch, dass ich viel getrunken habe, wie eingangs berichtet, habe ich teilweise 3-4 Liter am Tag auch davon konsumiert. Und irgendwann habe ich mich auch hinterfragt, ist das eigentlich richtig, ja, dass so viel Wasser für mich transportiert wird? Und ich wohne hier oben im Norden in Hamburg. Ja, und wenn man das zusammenrechnet, sind das teilweise Lkw-Ladungen gewesen, die ich hier konsumiert habe. Und wenn man dann schaut, was ist das für eine Umweltbelastung eigentlich? Ja, CO2, das sind schwere und voluminöse Produkte. Und außerdem, wenn die ganze Welt anfangen würde, dieses Wasser zu trinken oder auch Evian und andere gute Wasser, die man heutzutage überall auf der Welt bekommt, ist das sicherlich auch nicht richtig. Und wir nehmen diesen Menschen dort das Wasser weg. Ja, und ja, deswegen war das auch mit ein Grund, dass man sich irgendwann auf die Reise begeben hat nach gutem Wasser. Und dann hat man sich die Frage gestellt, was ist eigentlich gutes Wasser? Und so relativ einfach kann, denke ich, jeder beantworten, dass Wasser in Plastikflaschen verpackt kein gutes Wasser ist. Ja? Also Plastik ist Erdöl, ja? Bis man die Plastikflaschen produziert hat, dann irgendwo abgefüllt hat, dann in Supermärkte bringt, dann wieder irgendjemand die abholt, wieder zurückbringt. Blödsinn. Ja? So davon abgesehen, dass auch Plastik was ans Wasser abgeben kann, ja, speziell dieses sehr dünnwandige Plastik und sehr flexible Plastik. Und wenn das noch Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, ja, ist es nicht ungefährlich, ja, so, dass da hormonähnliche Verbindungen abgegeben werden, die irgendwas in unserem Körper auslösen, ja. Und davor, das war nie irgendwie ein Thema für mich, aber würde mich auch wünschen, wenn Menschen einfach keine Plastikflaschen mehr verwenden, ja, weil ich die auch damals in den Meeren so viel gefunden hatte. Und genau, so und Wasser in Glasflaschen verpackt ist, wie eines auch berichtet, auch ein riesen logistisches Problem und theoretisch auch nicht gut, wenn wir irgendwie versuchen, nachhaltig zu leben, ressourcenschonend zu leben, was auch mein privates Ziel ist, ist das sicherlich auch nicht gut. Und so war dann die Frage da, was ist mit unserem Leitungswasser? Uns wird eigentlich immer erklärt, das ist super. Ist das so? Warum habe ich das nie getrunken? Warum habe ich irgendwie immer eine gewisse Unsicherheit gespürt oder ja, war mir nie 100%ig sicher? Und warum sind sich so viele andere Menschen nicht sicher? Und auch der Sache sind wir nachgegangen, angefangen bei unserem obersten Wasserforscher hier in Hamburg, bei der TU Harburg, bis hin zu, also wir haben wirklich ja, uns eigentlich auf der ganzen Welt informiert.
Und auch dort war die Aussage, ja, ich filter mein Wasser, also ich trinke es auch nicht. Und ja, so sind wir irgendwann der Sache nachgegangen und ja, so kam, das war auch so der Grundstein von The Local Water. Und ja, Spannend. Also wenn ihr nachgefragt habt bei so Instituten, dann haben die selber gesagt, als Erfahrungsbericht, ja, also wir filtern das Wasser. Oder wie? genau, also Menschen, die sich mit Wasser beschäftigt haben, die haben uns dann gesagt, dass sie privat das Wasser filtern. Und dann haben wir uns natürlich gesagt, okay, warum ist das so? Und sind dieser Sache dann auch weiter nachgegangen und haben uns dann eigentlich eher damit beschäftigt, was sind eigentlich gute Filter, ja? Und genau, so sind wir dann zu Local Water gekommen. Kann ich gleich nochmal gerne so ein bisschen zu erzählen. Und ja, also das war schon so ein Knackpunkt irgendwie, dass man das mal vor Augen geführt bekommen hat, dass das nicht so ist, wie es scheint. Und ja, wer auf seine Ernährung großen Wert legt, genau, sollte auch auf das Wasser achten. Ja, und Ja. genau. Ja, ich finde den Namen so cool, The Local Water, weil einfach der Gedanke, dass man eben Probleme vor Ort löst. Und auch in der Ernährung ist es ja auch so, regional ist einfach schlussendlich das Beste. Und dass ihr da drauf gekommen seid, The Local Water, und das Problem eben vor Ort zu lösen, nicht irgendwo anders herzuholen, das finde ich mega gut. Also mein persönliches Thema ist momentan, also mich bewegen immer irgendwelche Themen. Ne? Neben dem Thema Wasser, was völlig omnipräsent ist und mein Leben ausfüllt, ist es momentan wirklich das Thema Dezentralisierung. Ja? Also diese ganze Zentralität, die momentan überall auf der Welt herrscht, die ist nicht gut meines Erachtens. Ja? Es muss irgendwie alles dezentraler werden, lokaler werden und so kann sich eigentlich alles viel besser organisieren. Ja? Das fängt an mit unserem Geld, was meiner Meinung nach dauerhaft nicht mehr zentral organisiert werden sollte, bis hin zu Energie. Warum gibt es ein paar Unternehmen, die für alle die Energie bereitstellen, da sehr viel Geld mit verdienen, anstatt das einfach auch zu lokalisieren und zu dezentralisieren, alle daran teilhaben zu lassen. Und ja, auch in unserer Gesundheit ist das so ein Thema. Ja? Die Gesundheit sollte nicht zentral sein, von ein paar Pharmakonzernen gesteuert und zu sagen, wenn du das hast, musst du die Pillen nehmen, wenn du das hast, die Pillen nehmen, sondern ja, wir müssten den Menschen helfen, wie wirst du nicht krank? Das macht ihr ja auch über euren Blog größtenteils und das sind ganz wichtige Informationen. Und so ist es halt auch, es ist ein extrem hohes Gut, dass bei uns dieses trotzdem noch gute Leitungswasser, ja, aus der Leitung kommt. Und dafür sollten wir jeden Tag dankbar sein. Und ja, das ist auch was wir uns wünschen, dass Menschen das zu schätzen wissen und das auch beschützen in Zukunft. Ja, und wir wünschen uns, dass eigentlich Menschen wieder das Leitungswasser trinken. Und wer es so nicht trinken möchte oder mag aus irgendwelchen Gründen, der kann halt dann wirklich mit so einer Filtertechnologie das Wasser auf eine noch höhere Stufe bringen und noch reiner machen und dann auch gewissenfrei, heißt es, glaube ich, trinken, ja, und mit Lust trinken und damit kochen und damit Speisen zubereiten, etc. Und ja, deswegen auch The Local Water, weil wir möchten, dass die Wasserversorgung der Zukunft einfach lokal stattfindet und dass wir nicht Wasser in Plastikflaschen verpacken, dass wir nicht das ganze Wasser um die Welt karren, ja, sondern lokal darauf achten, dass wir hier gutes Wasser haben, dass das auch in allgemeiner Hand bleibt, ja, und nicht privatisiert wird an irgendwelche Konzerne, weil wir natürlich auch glauben, dass es dann nicht besser wird, wenn dann die Profitgier dort auch einkehrt und man nicht in Leitungen investiert und so weiter und so fort. Und das wurde auch teilweise nicht gemacht. Und auch das ist ein Grund, sein Wasser zu filtern, ja. So, das kommt sicherlich aus irgendwelchen Quellen, aber auf dem Weg zu dir nach Hause, ja, hat es halt auch gewisse Wege und zu durchqueren und wie die aussehen, weiß man halt auch nicht. Und das löst man zum Beispiel auch mit einem Filter. Auch gerade hier in Hamburg oder in vielen Großstädten haben wir noch ganz viele Altbauten. So, da will man manchmal nicht reingucken in die Leitung. Ja, so.
Muss man auch nicht, geht auch nicht, kann man auch nicht, aber man kann sich einfach auch dann, wenn man filtert und zum Beispiel solche Technologien einsetzt, die wir dort anbieten, das dem ganz entspannt entgegensehen. Ne? Und nicht nur, dass das garantiert keine Bakterien durchlässt, unser Filter, oder Legionellen durchlässt, ja, sondern auch das ganze Thema Rohrpartikelrückstände, ja, so ist, ja. Also ich mache zum Beispiel immer, wenn wir Gäste haben zu Hause, den Wassertest. Ich habe 2 weiße Tassen hier, die noch gut sind, also nicht verrührt sind oder sonst irgendwie was. Und dann sage ich immer den Gästen, füllt bitte einmal Wasser ab, ja, einmal gefiltertes Wasser, einmal ungefiltertes Wasser. Und ich sage euch dann, welches das gefilterte und das ungefilterte ist, mit bloßem Auge. Und vorher lade ich auch immer die Gäste dazu ein, das selber zu machen. Und wirklich, also 80% erkennen das mit bloßem Auge, welches das gefilterte und das nicht gefilterte ist. Ne? Also auch wirklich spannend und interessant, war mir vorher auch nie so bewusst. Ja, und ja, genau. Was war nochmal die, genau. Ja, ja, spannend. Mir fällt gerade ein, wir hatten auch mal was, wir wohnen auch in einem alten Haus. Und wir hatten auch mal was in der Küche, gell? Und dann kam der Handwerker, hat gesagt, ja, am besten die Rohre gar nicht irgendwie durchputzen oder so, weil es kann sein, dass die gleich brechen. Die werden quasi zusammengehalten von dem ganzen Zeugs, was da drin schon ist. Und dann dachte ich auch, ja, krass. Das will man nicht wissen, wenn man nicht darüber nachdenkt. Ja. Mega spannend, dass man das, was du jetzt erzählt hast, dass man es von Auge sieht. Wir haben ja den Filter installiert bei uns zu Hause. Ja. Das zeigen wir auch noch am Ende des Videos. Genau, wir zeigen das danach. Okay. Und das Feedback unserer Kinder war, weil die sind ja immer sehr ehrlich und direkt, so, das schmeckt ja ganz anders, es ist weich und schmeckt besser. Also auch gerade Kinder, die ja noch so feine Geschmacksknospen haben, das ist echt beeindruckend. Also es hat natürlich auch einen Einfluss auf den Geschmack. Also die Aktivkohle, die dort verwendet wird, die entfernt ja auch Geschmacksstoffe, entfernt zum Beispiel auch Chlor. Also in vielen Jahreszeiten ist es zumindest in Deutschland so. In der Schweiz bin ich nicht ganz so informiert dort exakt, aber wird hier geklort. Ja? Wenn Bakterien oder sonst irgendwas auftauchen, wird geklort. Das will man ja auf gar keinen Fall auch im Körper haben. Ja? Also wenn Organismen damit bekämpft werden, ähnlich wie mit diesem ganzen Thema Pestizide, etc. Ich würde wetten, dass man fast in jedem Wasser Glyphosat nachweisen kann mittlerweile als eines der Hauptpestizide, was eingesetzt ist. Also wir haben auch viele Kunden, die uns speziell nach dem Thema Glyphosat fragen, weil immer mehr Heilpraktiker ihre Kunden auf Glyphosat testen. Und da ist immer die Frage, filtert der Filter eigentlich auch Glyphosat raus? Und das ist Fakt, dass man sich da keine Gedanken drüber machen muss, dass das auch garantiert draußen ist. Aber da haben wir auch schon so im letzten Jahr besonders extrem viel mitbekommen, dass das ein Riesenthema ist, ja, und dass das auch ankommt. Und also Geschmacksstoffe werden aus dem Wasser entfernt und es macht das Wasser natürlich auch hier und da ein bisschen weicher, was dann das sozusagen auch noch schmackhafter irgendwie macht. Aber ja. Nee, das wird viel berichtet irgendwie und das ist auch gut so. Aber in erster Linie geht es wirklich darum und für uns auch darum, Schadstoffe aus dem Wasser zu nehmen. Ja, wir haben in vielen Regionen ist das Thema Legionellen ein Thema. Ja? Du wohnst in irgendwelchen Häusern, die Legionellen belastet sind, du brauchst dir keinen Kopf mehr machen. Ja? Die kommen nicht durch. Also dieser Filter hat eigentlich eine sehr, sehr einfache ein sehr, sehr einfaches Filterprinzip. Man muss sich das so vorstellen, das ist dieser Filterblock, den ihr auch selber eingebaut habt, ist durchzogen mit Millionen kleinster Tunnelchen, wo jeder dieser Tunnel immer garantiert kleiner ist, als eine Bakterie oder Legionelle groß sind. Ja? So können diese Stoffe zum Beispiel gar nicht durch den Filter kommen. Das ist wie ein Auto, was quasi nicht durch den Tunnel durchpasst, also immer vor der Tür steht. Und so filtert der natürlich auch Mikroplastik, Rohrpartikelrückstände und hat erstmal schon eine gewisse Rückhaltung von Schadstoffen. Das, was dann noch durchgeht, das Wasser, das muss dann kilometerlang, wirklich kilometerlang, man kann sich das nicht vorstellen, ja, durch diese Tunnelchen dort fahren mit dieser gigantischen innerlichen Oberfläche. Und aufgrund der Tunnelgröße hat es halt einen maximalen Kontakt Wasser mit Filtermedium, wo dann diese anderen Stoffe wirklich adsorbiert werden, ja, wie Herbizide, Fungizide, Pestizide, Insektizide, Hormone, Medikamentenrückstände, diese ganzen Themen.
ja, auch wirklich, wir garantieren ja, dass diese zu 99,9%, gesetzliches Thema irgendwie, ja, aber 6 Monate garantiert gefiltert werden. Ja? So, und so kann man dann wirklich echt entspannt sein und hat einfach richtig gutes Wasser zu Hause, ja, und kann es für alle Zwecke irgendwie nutzen. Ja? Und gerade mit Familien, ich meine, man muss immer auf seine eigene Gesundheit achten, aber auch für die Kiddies super, ja, so, dass man einfach weiß, ey, das ist gutes Wasser, ja. Und was wollte ich eben noch sagen? Ich ist wieder weg irgendwie, aber ein Punkt hatte ich, ist egal. Du kannst sagen, es fällt dir gleich wieder ein und dann fällt es dir wieder ein. Es fällt mir gleich wieder ein, genau. Wie war das bei euch? Genau, Installation. Sehr gut, lieber Jonas. Wie ist die Installation? Was das kannst war sehr witzig bei uns. Ja, wir sind handwerklich eher unbegabt. Genau. Also wenn du jetzt hier um die Ecke schauen könntest, da liegt ein Vorhang am Boden. Wir haben nämlich hier Vorhänge aufgehängt. Ja, und okay. der ist also der wurde so schlecht von mir angebohrt, dass er wieder runtergefallen ist. Also ich kann überhaupt nichts Handwerkliches, aber ich war von Anfang an zuversichtlich, dass ich das hinkriege. Und das sage ich dann auch am Schluss vom Video. Also wenn ich das schaffe, dann schafft es wirklich jeder. Und ich habe es geschafft. Ja, cool. Es ist in der Tat auch wirklich einfach und wir haben so ein Gefühl, dass viele Menschen auch an diesem Prozess extrem wachsen, ja, und sie ein neues Selbstbewusstsein bekommen, was ihre handwerklichen Fähigkeiten sind, ja, weil erst haben viele immer Angst, haben das noch nie gemacht, aber wollen es dann auch selber machen. Also 99% unserer Kunden bauen das wirklich selber irgendwie auf und es gibt auch so ein Backup, ja, das heißt, man kann bei uns so eine Videokonferenz buchen, das heißt, wir sind per Videokonferenz live mit dabei und helfen, ja, wir machen viele dieser Videokonferenzen, wir greifen da fast nie ein, sind immer nur irgendwie so mit dabei. Und deswegen, ich habe auch persönlich schon sehr, sehr viele Küchen kennengelernt und mir macht es einfach enorm Spaß, immer diese Freude zu sehen, dass Menschen, die sich das vorher nicht zugetraut haben, das dann geschafft zu haben. Ja, so und man muss echt keine Angst vor haben, das ist total easy. Ja? So. Es ist so eine coole Sache, Christian, wenn man eben sich entscheidet, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und das ist ja auch das, was du eingangs mal gesagt hast mit der Dezentralisierung und diesem Outsourcen und dass nur einige wenige die Verantwortung tragen, dafür mega viel Geld machen. Wenn wir aus dem System rausgehen und wirklich uns entscheiden, in die Eigenverantwortung zu kommen, das macht wirklich etwas mit dem Selbstbewusstsein. Ob das jetzt eine Selbstheilung ist durch eine Ernährungsumstellung oder das Einbauen eines Filters, das macht etwas mit einem. Das heißt, in Zukunft weiß ich, nee, und ich kann Selbstverantwortung übernehmen. Auch wenn so eine tolle Trinkwasserinitiative wie bei uns in der Schweiz niedergeschmettert wurde, kann ich dennoch wirklich aktiv werden. Priscilla, so ist das und man kann es hier nicht sehen, aber ich kriege Gänsehaut wieder, ja, und genau das ist echt die Message, die man weiter raushauen muss, ja, das ist exakt so und wir müssen die Sachen wieder selber in die Hand nehmen und das war halt auch unser Ziel damals, als wir dann uns auf die Reise begeben haben, nachdem wir gewusst haben, Filtern ist die Lösung, ja, so, zumindest für alle die mehr wollen und oder einen Grund haben, warum sie kein Leitungswasser trinken und herausgefunden haben, dass es da wirklich eine tolle Technologie gibt, ja, die das alles irgendwie kann, die jeder selbst installieren kann, die noch extrem preiswert ist. Ja, deswegen gibt es eigentlich keine Gründe. Und somit hat man was jedem hilft. Ja? Mensch, Tier und Natur gleichermaßen. Und dann haben wir uns gefragt, super, ja, das ist richtig geil. Das muss jetzt jeder erfahren. Und deswegen auch The Local Water. Und dann haben wir gesagt, wie machen wir das jetzt? Und dann war uns relativ schnell klar, wir wollen das nicht über zentrale Wege machen. Ja? Wir wollen nicht unsere Produkte bei Amazon anbieten. Wir wollen nicht unsere Produkte bei Google anbieten. Ja? Das sind große Firmen, die irgendwann alles in der Hand haben, alle Daten in der Hand haben, alle Geschäfte irgendwie machen. Aber wir wollen mit vielen lieben, netten, kleinen Menschen zusammenarbeiten. Wir nennen es wirklich Leuchttürme und wir freuen uns auch immer, dass so Menschen dann an uns herankommen und wir irgendwie diese Menschen kennenlernen, wie auch euch kennengelernt haben, ja, so, weil ihr euch mit dem Thema Ernährung beschäftigt, mit dem Thema Wasser beschäftigt, so und irgendwann kommt man dann automatisch zusammen und das schätzen wir halt sehr und das ist uns sehr wichtig und das ist auch Teil der DNA von The Local Water, ja, auch unser Marketing sozusagen, indem wir gerne mit euch über das Thema Wasser sprechen, ist dezentral, ja, so, nicht zentral und das muss die Zukunft sein, ja, so und
Mein Wunsch meiner Zukunft sieht halt auch so aus, dass ich wirklich alles in Zukunft lokal mache, ja, nicht nur mein Wasser, ja, nicht nur meine Arbeit, auch meine Ernährung, ja, meine Energie, arbeite da privat an dem Projekt. So, ich habe hier auch noch mein Rest von meinem Smoothie stehen, ja, da bin ich auch heute Morgen rausgegangen, habe mir den Löwenzahn, den Giersch, ja, den Oregano, die Zitronenmelisse, was auch immer eingesammelt, eine Zitrone irgendwie rein, ja, gemixt und ja, Power. So, das ist das, ja, und das ist ja auch toll, dass ihr diesen Menschen, anderen Menschen aufzeigt, was man machen kann, wie man sein Immunsystem stärken kann, ja, dass man seine Sachen selbst in die Hand nehmen kann, dass man die Verantwortung übernehmen kann, ja, und das ist extrem wichtig, ja, und als ich letzte Woche das Thema hier Evergrande, China, gehört habe, ja, diese Immobilienfirma, die da zu pleite gehen zu scheint oder was auch immer, habe ich mir am Sonntag, weil ich es bisher noch nie gemacht hatte, The Big Short angeschaut. Ja, das ist so mein Lieblingsfilm. Siehst du, kennst du, ja, so, genau, ne, über diese Lehman-Pleite und war auch wieder geschockt, was da abgegangen ist, ja. Und am schlimmsten, das Ende ist ja, ein Schweizer UBS-Manager, das ist der Einzige, der einen auf den Sack bekommen hat, weil der irgendwo ein paar Papiere verdreht hat, ja. Aber die ganze Hochfinanz oder wie auch immer sie genannt wird, ja, wurde nicht belangt, ja, und bezahlt hat es ja, die Allgemeinheit, ja, durch so Gelddrucken. Und so ist es halt ja mit allen, ja, auch mit unserer Pharmaindustrie, ja, und so weiter und so fort. Es ist über diese gleiche Geschichte und da müssen wir gegen angehen. Und die Lösungen sind halt im Miteinander, ja, im Kleinen, ja, lasst uns Informationen austauschen, lasst uns lernen voneinander, ja, lasst uns unser Immunsystem stärken, indem wir uns gut ernähren und ja, somit Krankheiten vermeiden oder Krankheiten selber heilen. Und hey, da geht so viel, ja, so, und dann wird die Welt besser. Ja? Wir haben das selber in der Hand. Wir brauchen nicht irgendwelche Instanzen, die uns das alles erklären und ja. Ja, was auch spannend ist, du hast auch gerade die Pharma nochmal erwähnt und wir haben ja auch mega viele Medikamentenrückstände im Trinkwasser und das wird ja auch gefiltert, gell? Genau. Ja. Also es wird auch diese ganzen Sachen ist ein Riesenthema, ja, von Röntgen-Kontrastmittelrückständen bis hin zu ja, Ibuprofen-Bestandteilen und ja, es gibt es alles. Es ist die Wahrheit leider, ja, so. Immer in unterschiedlichen Mengen von Stadtwerke zu Stadtwerke, aber es ist so, ja, so. Und auch davor kann man sich einfach schützen. Ich mache das natürlich für meine Familie und wir zeigen auch jedem anderen, wie das irgendwie einfach geht. Und das ist noch nicht mal irgendwie teuer. Und das ist auch das Coole bei euch, bei Local Water, dass es echt nicht ein Vermögen kostet. Also wir waren mega überrascht über eure Preise. Wie ist das eigentlich so entstanden, dass ihr doch so günstig seid und da euch absetzen könnt von den anderen? Also wir wollen, dass Menschen gutes Wasser trinken. Und wir wollen, dass keine Plastikflaschen mehr produziert werden und irgendwo in der Welt rumfliegen. So. Und wir wollen, dass jeder sich gutes Wasser leisten kann. Ja? Weil wir wissen, zum Beispiel, wer Filter nutzt, trinkt automatisch mehr. Ja? Wer mehr trinkt, tut was für seine Gesundheit, tut was für seinen Geist. Ja? So. Und das ist einfach gut. Ja? So. Das ist echt was Gutes. Und ja, so, man hätte natürlich sicherlich da irgendeinen esoterischen Aufschlag oder sonst irgendwas draufhauen können und sagen, wir verkaufen das jetzt alles teurer. Aber nee, das ist einfach irgendwie gut und nachhaltig. Und auch wenn man die Produktion sieht, es sind ja derzeit, die Aktivkohle wird aus Kokosnussschalen gewonnen. Diese Kokosnussschalen, die kommen hier sowieso hin, die sind dann noch gefüllt, wo dann die Lebensmittelindustrie und halt die Kosmetikindustrie sich die inneren Bestandteile irgendwie nimmt und der Rest liegt hier sonst rum. Also wird es auch nochmal wieder weiterverwendet für einen guten Zweck. Und auch hier arbeiten wir zum Beispiel an Recyclinglösungen von den Filtern. Ja? Das ist alles immer ein langer Weg, aber wir arbeiten an sehr vielen Stellen, ja? Dass man das auch noch versucht, wieder rund zu machen. Jetzt haben wir ein Problem, dass Schadstoffe in diesem Filterblock gebunden werden. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Menschen das nicht in die Biotonne werfen oder sonst irgendwas, sondern wirklich in den Hausmüll reinwerfen, um das nachher dem Verbrennungsprozess zuzuführen, ja, damit es irgendwie weg ist. Und ja, ich finde auch immer die Idee cool, ja, wenn 80 Millionen Schweizer haben wir, wie viel? 10 Millionen, 7 Millionen, 12 Millionen? 8.
circa. 8 Millionen. Ja, so, ja, wenn immer mehr Menschen filtern würden, ja, dann hätten wir auch ein gigantisches, bei uns heißen die ja Stadtwerke, ja, so die das Wasser aufbereiten, bereitstellen, ja, so. Wir hätten ja, auch das hätten wir dezentralisiert. Wenn jeder irgendwie filtern würde, das Wasser würde besser werden, ja. Und wenn man sich das immer so vorstellt, unser Wasser, was hier auf unserem Planeten ist, das ist mal vor Tausenden, Milliarden Jahren irgendwie auf die Erde gekommen. Ja? Das Einzige, also die Menge, ist immer seitdem gleich. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Form. Ja? Ob es gasförmig ist, ob es flüssig ist, ob es gefroren ist oder wie auch immer. Ja? Aber die Menge ist immer gleich. Und was macht der Mensch? Der verbessert es leider nicht. Ja? Er macht es halt immer irgendwie schlechter. So. Und richtig gutes, richtig reines Wasser zu finden, ist schon fast unmöglich durch die ganzen Umwelteinflüsse, durch Luft, durch was wir alles irgendwie damit reinigen, was wir damit an Chemie reinpumpen. Ja? So, also es gibt noch so ein paar unterirdische Quellen, munkelt man irgendwo in Südamerika, wo man noch richtig Topwasser finden kann. Aber sonst ist das fast nicht möglich. Ja? Also auch das ganze Eis, wenn man jetzt wieder in der Schweiz ist, bei euren Gletschern oder sonst irgendwas, das ist ja auch voll im Luftzirkulation irgendwie drin. Ja, so und deswegen, das ist der Mensch führt, sage ich immer, Krieg gegen die Natur und vergisst, dass er ein Teil davon ist. Ja, so und da müssen wir uns mittlerweile schon vor schützen. Ja, so. Was wir essen, Bio, bitte nur noch Bio essen. Also ich denke, bei euren Zuschauern wissen die Leute das, aber sonst predige ich das natürlich auch immer, weil es einfach auch ein Statement ist. Das ist die sinnvollste Wahl, die wir jedes Mal treffen können. Wir müssen einfach wissen, dass wir jeden Tag zur Wahl gehen können mit unseren Entscheidungen, die wir treffen und dass das die mächtigste Wahl ist, die wir ausüben können. Ja, so und ich komme manchmal immer vom Thema irgendwie ab. Ja, nein, es hängt halt wirklich alles zusammen. Ja. Wir könnten noch ewig mit dir weiterreden. Und ich würde auch gerne nochmal, also kann sicher noch, es gibt so viel. Also Wasser machen. Ist ja einfach ist so ein krasses Thema. Ja, wir freuen uns auch wirklich, dass wir euch gefunden haben und wir eine Kooperation zusammen machen dürfen, dass wir euch vorstellen können, unserer Community, weil das so spannend für sie ist und irgendwie einfach dann wissen, dass sie in guten Händen sind bei euch. Also vielen Dank dafür, das ist mega cool. Und genau, dann wollte ich noch zum Erfahrungsbericht, also als wir dann das Wasser installiert hatten, eben, wir haben gemerkt, es ist wirklich weicher, es schmeckt besser. Die einzige Umstellung, die wir jetzt haben, ist wirklich, dass es auf Kaltwasser geschaltet ist. Und dass der Wasserdruck natürlich beim Kaltwasser nicht mehr so stark ist. Für uns ist das jetzt irgendwie kein Problem, weil wir sind von unserer Persönlichkeit her so, dass wir uns mega schnell an neue Dinge gewöhnen. Ich habe mir sogar gedacht, ich nutze das, wenn das Wasser langsamer reinläuft, um einfach mal durchzuatmen. Und auch eben dankbar zu sein für das Wasser, vielleicht sogar mit dem Wasser zu reden, sagen, schön, dass du da bist. Und ja, genau, und natürlich, jetzt wo wir uns damit beschäftigt haben, ist es klar, dass der Wasserdruck, ist ja logisch, dass der ein bisschen weniger wird, weil die Tunnel, die du vorhin erwähnt hast, Kilometer, die da durchgehen, dann ist ja klar, dass der Wasserdruck nicht so stark ist. Aber du hast ja da auch Lösungen, gell, für jemanden, der sich jetzt daran stören würde. Genau. Also erstmal finde ich es gut, dankbar dafür zu sein. Ja? Ich finde es auch gut, dass dich das gereizt hat, mit dem Wasser reden zu wollen. Ich finde das auch gut und ich rede auch häufig mit dem Wasser. Ja? So ist unser Lebenselixier und ich glaube auch, man kann da was mit beeinflussen. Ja? Ich persönlich. Das ist der Nebeneffekt, dass bei einem guten Filter, einem richtigen Feinfilter, das Wasser nicht mehr da so rausgeschossen kommt wie vorher. Ja? Das zeigt einem einerseits auch, dass das Wasser halt gefiltert wird. Und so wie ihr das installiert habt, das machen auch ungefähr 30% unserer Kunden so, die diese Unterbaufilter einsetzen, die ihren bestehenden Wasserhahn beibehalten und einfach das komplette kalte Wasser filtern. Ja? Da klemmt man ja den Filter einfach zwischen die Kaltwasserleitung und filtert das komplette kalte Wasser. Und dann hat man leider diesen Druckverlust. Gäbe dann halt noch Möglichkeiten, irgendwann theoretisch den Wasserhahn auszutauschen gegen so einen genannten Dreiwege-Wasserhahn. Da ist dann noch ein weiterer separater Weg im Wasserhahn drin, auch ein separater Hebel. Das ist dann getrennt von dem normalen Wasser und dann würde das
normale Wasser so rausgeschossen kommen wie vorher auch und man hat halt das gefilterte Wasser, was dann so rauskommt, wie als jetzt bei euch, wenn ihr auf kalt stellt. Andere Option wäre noch, dass man einen separaten Hahn, das sind so filigrane Hähne, da noch irgendwo an die Spüle mit ran platziert. So habe ich das hier, weil ich dann auch mal gerne noch so ein bisschen rumspiele da mit allen möglichen Sachen und teste und mache und so weiter und so fort. Also das gäbe es auch noch und das wäre auch irgendwann nochmal eine Möglichkeit, dass ihr euch dahingehend ergänzen könnt. Und aber genau. Also das gute Wasser kriegst du nicht geschenkt. Ja, das ist einfach so. Und, ja, mega schön. Hey, vielen Dank, Christian, dass du uns mit hineingenommen hast in die Geschichte von The Local Water, was auch deine persönliche Geschichte ist und dein Suchen und schlussendlich Finden. Und mega spannend in dem Gespräch auch einfach zu merken, wie alles zusammenhängt. Wir sind richtig philosophisch geworden, weil das einfach, zusammenhängt. Es ist, wie du gesagt hast, das Lebenselixier. Und ja, also vielen Dank, dass du da dran geblieben bist, etwas entwickelt hast mit Hand und Fuß und so, dass man es sich wirklich auch leisten kann. Danke dafür. Ja, ich habe mich auch riesig gefreut, mit euch zu sprechen und hoffe, dass wir das nochmal wiederholen und nochmal in die eine oder andere Thematik noch wieder tiefer einsteigen. Und ja, gibt ja noch viele Themen. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß mit dem Wasser und erzählt jedem von der Geschichte und von euren anderen Themen und macht weiter so. Und ich freue mich riesig, dass es solche Menschen wie euch gibt, wirklich. Ja, und wir brauchen mehr davon. Ja, so und da sehe ich die Zukunft drin, ja, persönlich. Ja, das ist einfach so. Wir sind in so einem Zeitalter des Contents und müssen wieder anfangen, voneinander zu lernen. Und wir brauchen diese Leuchttürme. Für mich seid ihr Leuchttürme und deswegen weiter und weist Menschen hier und da, zeigt denen, welche Möglichkeiten es gibt und dass man sich daran orientieren kann. Ja, so. Und schön, gell? Das tut gut. Das tut gut, das zu hören. Ja. Vielen Dank und schön, dass du da warst. Ja, danke. Also, alles Liebe und Gute für euch, ja? Und ja, auch danke. Ja. Okay. Ciao, tschüss. Und schön, dass ihr auch dabei gewesen seid und ihr habt ja jetzt gehört, was es alles für Lösungen gibt. Könnt ihr alles online nachschauen natürlich und wir haben unten in der Videobeschreibung natürlich was für euch. Schaut vorbei und klickt euch durch. Bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss. Ciao. Und jetzt seht ihr gleich noch, wie wir das Ding installiert haben. Viel Spaß. Natürlich, das wollt ihr nicht verpassen, das ist ziemlich witzig. Alright, dann packen wir mal aus. Damit kann man Tennis. Das sieht nach Schlauch aus, also ich als Expertin würde mal sagen. Sogenannter Schlauch. Da habe ich einfach das obere hier mit diesem Werkzeug so gemacht. Ich konnte das. Geil. Gut beschriftet. Fertig. Fehlt eigentlich nur noch der Filterausgangsschlauch, den macht man auch einfach am Filter dran. Und wir haben jetzt hier noch diesen Schlauch, der da noch hängt, den mache ich jetzt noch schnell weg. Aber nur für euch zum Verständnis, ich raste das einfach hier hinten ein und das andere kommt dann hier hin und fertig.